Rollenhörspiel.de präsentiert Sylvanas Befreiung, ein DSA-Hörbuch. Geschrieben und gesprochen von Marott. Inspiriert von dem DSA-Abenteuer Sylvanas Befreiung in der Version von Julian Hartl. Musik mit Suno. Danke an Ulysses Spiele für die wunderschöne Welt und die anständigen Fanrichtlinien. Wir wünschen gute Unterhaltung mit diesem Fanprojekt. Der Schipperkrug war so voll wie ein Weinfass zu Efforts Dank und kurz davor überzulaufen. Der Lärm war ohrenbetäubend. Eine Mischung aus Seemannsliedern, brustendem Lachen und dem Klirren von Bierkrügen. Die Luft war dick von Pfeifenrauch und dem sauren Gestank nasser Kleidung. Draußen peitschte der Regen gegen die schmutzigen Fensterscheiben und ein Windstoß brachte die Tür zum Klappern, was niemanden außer dem Wirt zu stören schien. Rondrian Schwertgriff saß am Tresen, das Kinn auf die Faust gestützt und einen Krug Bier in der anderen Hand. Seine Augen glitten über die Menge, die in die Taverne drängte, Karten spielte oder Geschichten erzählte, die niemand glaubte. Ein Seemann neben ihm prahlte gerade davon, wie er einem Kraken das Auge ausgestochen habe. Rondrian schnaubte leise. Die Leute redeten viel und taten wenig. Und genau das war gerade auch sein Problem. Das Wetter war schlecht, Arbeit nicht in Sicht, und darüber hinaus ignorierten die beiden Weiber ihn mal wieder. Warum, wusste er nicht, wie üblich. Er blickte zu seiner Rechten, wo mit bewusstem Abstand, den die Fülle des Raumes eigentlich nicht hergab, eine Frau um die 30 saß. Ihr Name war Elindra Weisenblatt, Magistra der arkanen Künste, blond, dürr, mit knochigem Gesicht und arroganten Zügen. Nicht eigentlich hübsch und uneigentlich unwiderstehlich für Rondrian. Ihr purpurroter Reiseumhang hob sich deutlich von den tristen, erdigen Farben der Hafenleute ab. Sie hielt ein Buch in den Händen, dessen Schriftzüge der durchschnittliche Tavernenbesucher wohl kaum verstanden hätte, inklusive Rondrian. Ihre vornehme Brille glitt ihr ständig die schmale Nase hinunter, was sie jedes Mal mit einem genervten Zucken korrigierte. Ein unauffälliger Zauber ließ die Geräusche um sie herum gedämpfter erscheinen, so dass sie sich besser konzentrieren konnte. Das alles hier nervte sie. Der Gestank, die Leute, Rondrians hungriger Blick. Oft war er ihr schmeichelhaft, aber momentan ging ihr der grobe Glotz vor allem auf die Nerven, weil er Fiala zugestimmt hatte, in dieses stinkende Loch namens Havenna zu kommen. Hier gäbe es bestimmt viel zu erleben und Abenteuer und Geld und was sich diese dumme Pute sonst noch immer so ausdachte, um ihren Willen zu bekommen. Elindras Blick wanderte an Rondrian vorbei, zu einer jungen Frau mit kurzem, kupfernem Haar, die breitbeinig auf einem Fass saß und mit 2 Zwergen scherzte, während sie so ganz nebenbei einem reichen Händler, der hinter ihr stand, die Geldbörse vom Gürtel schnitt. Fiala Schattenhand war eine Diebin, Lügnerin, Verführerin und sowohl Rondrians als auch manchmal Elindras Geliebte. Ja, es war kompliziert. Die Magierin zählte schon die Momente, bis die junge Frau mit dem runden, sommersprossigen Gesicht eine Schlägerei verursachen würde. Sie war wie eine Katze, die ständig in Gefahr geriet, aber immer auf den Füßen landete, während alle um sie herum in den Dreck stürzten. Elindra wandte sich Rondrian zu, der immer noch reumütig und verwirrt zu ihr herüberstarrte. Seufzend rückte sie etwas näher und durchbohrte ihn mit ihren stahlblauen Augen. »Ich hoffe, du bist zufrieden«, zischte sie ihn über den Lärm hinweg an. »In dieser Kaschemme kann man sich wahrscheinlich mehr Krankheiten zuziehen als in den schwarzen Sümpfen.« Rondrian nahm einen tiefen Schluck aus seinem Krug, stellte ihn mit einem dumpfen Knall zurück auf den Tresen und lehnte sich zurück. »Warum regst du dich auf, Elindra? Das ist doch nur eine Stadt, etwas Dreck und Gestank. Kein Grund, aus der Fassung zu geraten.« »Aus der Fassung?« zischte Elindra leise, ihre Augen hinter der Brille funkelten. »Dein mangelndes Verständnis für grundlegende Hygiene bringt mich aus der Fassung. Und das hier«, sie deutete vage auf das allgemeine Chaos im Schipperkrug, »das ist einfach nur eine Zumutung.«
Rondrian grinste schief, ließ aber eine Antwort bleiben. Er wusste, dass er bei Elindra keinen Boden gewinnen würde. Nicht heute. Fiala hingegen schien sich prächtig zu amüsieren. Mit einem breiten Grinsen wickelte sie die Börse des Händlers in ihren Unterarm und klopfte einem der Zwerge freundschaftlich auf die Schulter. Dann ließ sie ihren Blick über den Raum schweifen, wobei sie absichtlich ein wenig länger bei Rondrian verweilte. Er erwiderte ihren Blick, hob seinen Krug und nickte ihr zu. Fiala zwinkerte und schob sich durch die Menge in Richtung ihrer Gefährten. »Ah, da kommt sie ja«, murmelte Elindra. »Bereit, uns mit ihren neuesten brillanten Ideen in Schwierigkeiten zu bringen.« »Sie ist schlauer, als du denkst«, nuschelte Rondrian, wohl wissend, dass er gleich erneut in ein Scharmützel der beiden Frauen hineingezogen würde. »Ja, so schlau wie ein Fuchs, der in einen Hühnerstall eingebrochen ist.« »Hey, ihr beide gebt wirklich ein entzückendes Paar ab. Richtig knuffig«, flötete Fiala, als sie bei ihnen ankam. Sie streichelte Rondrian durch den buschigen Bart und tätschelte Elindra beschwichtigend die Hand, was die Zauberin mit einem Schnauben quittierte und ihren Arm wegzog. Fiala zog eine Grimasse, quetschte sich zwischen die beiden und stibitzte Rondrian seinen Bierkrug vor der Nase weg, um ihn in einem langen Zug auszutrinken. Ein lauter Rübser komplimentierte die Darbietung. Rondrian und Elindra starrten die Diebin entsetzt an. Dann mussten alle drei laut lachen und Elindras Ärger war verflogen. »Verdammt«, dachte sie, konnte aber nicht anders, als sich ein wenig zu entspannen. Plötzlich wurde die Tür des Schipperkrugs aufgestoßen und ein kalter Windstoß fegte durch den Raum, gefolgt von prasselndem Regen. Die Gespräche verstummten schlagartig, und der Wirt rief laut: »Schließ die Tür, verdammt!« Eine gebeugte alte Frau stand im Türrahmen, durchnässt und zitternd. Ihr graues Haar klebte in wirren Strähnen an ihrem Gesicht, und ihre Hände umklammerten den Mantel, der kaum Schutz vor der Kälte bot. Mit brüchiger Stimme rief sie: »Bitte, ich brauche Hilfe. Sie haben meine Enkelin entführt.« Ein paar neugierige Köpfe drehten sich, doch das allgemeine Interesse ließ schnell nach. Ein Wachmann, der mit verschränkten Armen an einem Stehtisch lehnte, hob nur träge eine Augenbraue. Er trug die Rüstung der Stadtwache Havennas, machte aber nicht den Eindruck, als wolle er umgehend zur Tat schreiten. »Mach die Tür zu und lass uns trinken, Frau«, brummte er. Sein Gesicht zeigte allerdings einen Hauch von Unbehagen, als er die verzweifelte Frau betrachtete. »Aber ich brauche Hilfe. Das Kind, es ist doch wehrlos«, stammelte die Alte. Irgendwo flüsterte jemand: »Schon wieder eine Entführung, diese verdammte Stadt.« Aber niemand machte Anstalten, der Frau zu helfen. Der Wächter blickte stur in seinen Krug und nuschelte: »Ich hab jetzt Feierabend.« Dann ignorierte er die Alte wieder. Die Frau zögerte, versuchte etwas zu erwidern, aber ihre Stimme versagte. In diesem Moment stolperte eine Magd mit einem Tablett voller Krüge. Sie rutschte auf dem nassen Boden aus, und ein Krug Bier landete direkt auf Rondrians Schoß und besudelte ihn vollständig. »Was bei Effert?«, brüllte er, während er abrupt aufsprang. Bier tropfte von ihm herab, und der halbe Schipperkrug bedachte ihn mit schallendem Gelächter. Fiala kicherte laut, sie war behende auf den Dresen gesprungen, um dem Bierschwall auszuweichen. »Jetzt siehst du aus wie ein richtiger Seemann, Rondrian, mit Gischt im Bart.« Elindra, die noch auf ihrem Platz saß und sich nur zur Seite hatte lehnen müssen, seufzte schwer. »Sei still, Fiala«, sagte sie, stand auf und zog ein viel zu kleines Tuch aus ihrem Umhang. Sie begann, Rondrian sinnloserweise trocken zu tupfen, was die Diebin mit einem spöttischen Blick kommentierte. »Du wirst ja noch ein richtig fürsorgliches Travia-Weibchen. Mach ihn schon trocken, den armen Tropf.« »Wenn du nicht gleich die Klappe hältst, verwandle ich dich in eine Kröte«, zischte Elindra zurück, ohne den Blick von Rondrians nasser Kleidung zu nehmen. »Ach ja? Ich wusste gar nicht, dass du eine Hexe bist«, erwiderte Fiala gewohnt schlagfertig. Rondrian saß nur stumm da, pudelnass und zu entsetzt, um zu antworten. Die Alte nutzte den Moment und kam unsicher näher.
Ihre Augen schauten flehend und ihre Stimme zitterte, als sie die drei ansprach. »Entschuldigt bitte. Mein Name ist Ingrain Colale. Bitte, ihr seht aus wie tapfere Leute. Bitte helft mir, meine Silvana zu finden.« Fiala richtete sich auf. Ihr Grinsen wich einem aufmerksamen Blick. »Silvana heißt sie?« Sie trat näher, legte den Kopf leicht schräg. »Was ist mit ihr geschehen?« Sie wurde entführt«, stieß die Frau hervor. Tränen rannen ihr über die Wangen. »Gestern Abend auf dem Heimweg. Sie haben sie verschleppt. Ich fand nur ihren Korb zerbrochen in der Gasse neben meinem Haus.« Rondrian und Elendra tauschten einen Blick. Eine Entführung eines Marktmädchens«, sagte Rondrian gedehnt. »Das klingt nicht gerade nach einer Aufgabe für uns. Für sowas ist die Stadtwache da.« Elendra blickte zu dem Wächter hinüber, der sich alle Mühe gab, so wenig wie möglich aufzufallen, und seufzte. »Wenn man sich auf die verlassen muss, ist man verlassen. Wir können ja mal zumindest schauen, was genau passiert ist.« »Ja, genau. Warum nicht?« Fiala zuckte mit den Schultern. »Vielleicht finden wir etwas Interessantes und falls nicht, können wir dem Wachmann da drüben den Rest überlassen.« Sie grinste und deutete auf den Wächter, der sich unbehaglich auf seinem Stuhl wand. Die Alte nickte dankbar. Oh, danke, danke.« Sie griff nach Fialas Händen, die es sichtlich genoss, als Wohltäterin dazustehen. »Gut«, sagte Rondrian, hob seine Hände, um die Szene zu beenden. »Ist das weit weg?« Nein«, beeilte sich die Alte zu versichern. »Nur ein paar Straßen von hier.« Rondrian grunzte genervt. So etwas war unter der Würde eines Veterans wie ihm. Er war ausgebildet, gegen Schwarzpelzhorden vorzurücken, dunkle Magier zu erschlagen und selbst vor Drachen nicht zurückzuschrecken. Nun gut, vor denen vielleicht. Ein bisschen, aber nur ein bisschen. Als er jedoch in die Augen seiner beiden Geliebten schaute, wusste er, dass er auf verlorenem Posten stand und erhob sich grummelnd. »Na dann, führ uns mal dahin, Weib«, brummte er, ganz in seiner Lieblingsrolle als Anführer der Truppe. Die Magierin und die Diebin tauschten einen kurzen, vielsagenden Blick und folgten dem Mann, der Alten hinterherlief, während er sich das Bier aus dem Bart wrang. Naleshof, das Hafenviertel von Havenna, lag dunkel und feucht vor ihnen, während der Regen langsam nachließ. Vom Meer her zog ein schwerer, salziger Dunst durch die Straßen, und die Geräusche des Hafens schallten über die ganze Stadt. In einer schmalen, unbeleuchteten Gasse kam die alte Frau zum Stehen. Elendra murmelte leise die Formel: »Hell wie die Sterne, funkelnd das Licht, Lukias strahlende Kugel, bringe mir Sicht.« Sofort erschien eine kleine, schwebende Lichtkugel, die den schlammigen Boden und die verfallenen Wände der Gasse erhellte. »Da ist der Korb«, sagte Rondrian und leuchtete auf den zerbrochenen Flechtkorb, der im Schlamm lag. Er bückte sich und hob ihn prüfend an, bevor er ihn wieder fallen ließ. »Zerbrochen. Wer auch immer das Mädchen genommen hat, war nicht zimperlich.« Elendra ging weiter und ließ die Lichtkugel in der Gasse schweben. Ihr Blick wanderte angewidert über die schmalen Mauervorsprünge und den herumliegenden Unrat. »Was für ein Chaos! Die Fußspuren hier sind größtenteils verwischt«, stellte sie fest. »Der Regen hat den Boden fast unbrauchbar gemacht, aber vielleicht...« Sie deutete auf eine Stelle. »Dort, das sieht aus wie ein Abdruck, groß, schwer.« Fiala lachte ironisch. »Große, schwere Stiefel? Das können nur die Entführer gewesen sein.« Sie zog zwischen einigen morschen Holzbalken ein zerfetztes Stück Stoff hervor. Das ist schon eher ein Hinweis, oder?« Die alte Frau hatte die Untersuchung der Gasse stumm verfolgt und hielt sich nun die Hand vor den Mund. »Ein Stück des Kleides meiner lieben Selvina.« Sofort fing sie an zu weinen.
Die Helden schauten sich düster an, und ihre Vorstellungskraft ging für einen Moment mit ihnen durch. Dann räusperte sich Rondrian. »Alles schön und gut, aber wer auch immer hier war, ist längst weg, also warum verschwenden wir unsere Zeit?« Plötzlich knackte es leise hinter einem umgestürzten Fass in der Ecke. Fiala blieb abrupt stehen und legte den Kopf schräg. »Hört ihr das?« Elindra runzelte die Stirn, schwenkte die Hand, und die Lichtkugel sauste über das Fass, wo sie die dunkelste Ecke der Gasse erhellte. Dort, zusammengeduckt, hockte ein zahnloser, kahlköpfiger Bettler. Sein Gesicht war ein einziges, schmutziges Grinsen, doch seine Augen verrieten Angst. »Da haben wir unseren Zeugen«, sagte Fiala mit einem triumphierenden Funkeln in den Augen. »Den ich gefunden habe«, stellte Elindra richtig. »Na, heraus mit dir, alter Mann«, knurrte Rondrian und trat einen Schritt näher. Er klopfte demonstrativ auf seine Axt. »Du hast alles gesehen, richtig? Und jetzt wirst du uns alles erzählen. Was weißt du?« Der Bettler duckte sich noch tiefer und schüttelte hastig den Kopf. »Nichts gesehen, Herr. Alrik hat nichts gesehen.« Fiala trat näher und ließ ihre Stimme sanft werden, fast wie ein Flüstern. »Oh, ich bin sicher, du hast etwas gesehen, mein Lieber, und wir wollen dir nichts Böses, vielleicht könntest du uns ein wenig helfen.« Sie ließ ihre Hand über einen kleinen Beutel an ihrer Hüfte gleiten, gerade so, dass der Bettler das klimpernde Geräusch von Münzen hörte. Der alte Mann blinzelte und schielte auf den Beutel, bevor er zögerlich hervorkroch. »Vielleicht hat Alrik doch was gesehen«, murmelt er und griff gierig nach dem Beutel. Fiala trat jedoch geschickt aus seiner Reichweite, holte dann eine Münze hervor und ließ sie in seine Hand fallen. »Und?«, fragte sie, während sie sich vor ihm hinkniete. Der Mann blickte in ihr rundes, hübsches Gesicht und entblößte grinsend seine zahnlose Mundhöhle. »Noch eine für den armen Alrik. Das frischt das Gedächtnis auf.« Rondrian, der sich hinter Fiala postiert hatte, reichte es jetzt aber. »Red jetzt, Kerl, oder ich schüttel dir die Erinnerung aus dem Schädel«, bellte er laut. Der Bettler erschrak bei dem Ausbruch, starrte Rondrian panisch an und plapperte dann eilig. »Alrik hat gesehen, wie sie weggezerrt haben. Die...« Seine Stimme zitterte und er schüttelte den Kopf. »Alrik hat nichts gemacht. Sie waren so gefährlich.« »Die was?«, fragte Elindra, die es hasste, wenn jemand wichtige Details wegließ. Der Bettler blickte an Rondrian vorbei zur Zauberin, seine Augen immer noch weit aufgerissen. Fürchterliche Kreaturen!« Dann verstummte er erneut vor Schreck. »Wohin?«, fragte Rondrian, der langsam die Geduld verlor und sich bedrohlich über den Mann beugte. Der Bettler schüttelte hektisch den Kopf. »Ins Orkendorf! Sie sind ins Orkendorf gegangen! Ich habe sie dorthin verschwinden sehen! Bitte tut Alrik nichts!« »Das Orkendorf«, murmelte Elindra. Ihre Lippen verzogen sich zu einer dünnen Linie. »Natürlich. Wo sonst? Naleshof ist noch nicht dreckig genug.« Rondrian schnaubte und schaute die Magierin besorgt an. »Du wolltest der Frau unbedingt helfen«, versuchte er sich zu verteidigen, bekam aber nur einen eisigen Blick als Antwort. »Das klingt doch nach einem großartigen Abenteuer«, sagte Fiala und klopfte dem Bettler freundschaftlich auf die Schulter, bevor sie ihm eine zweite Kupfermünze zusteckte. »Danke, alter Freund.« Der Bettler zog sich schnell wieder in die Schatten zurück, während die drei sich berieten. Rondrian verschränkte die Arme vor der Brust und schnaubte verächtlich. »Ich weiß nicht, ob das was für uns ist.« Elindra zog die Brille ab und rieb sich die Schläfen. »Ich bin geneigt, dir ausnahmsweise zuzustimmen. Das Orkendorf ist nicht nur ein Drecksloch, sondern auch gefährlich. Wer weiß, was dort lauert. Und das alles für eine Sache, die eindeutig in den Zuständigkeitsbereich der Stadtwache fällt.« »Die Stadtwache?« Fiala lachte laut. »Ach komm schon, Elindra, die Wache versteckt sich dort in ihrer Kaserne, sobald sie das Wort Orkendorf hört. Was wären wir für Abenteurer, wenn wir nicht wenigstens einen Blick riskieren? Und wer weiß, vielleicht finden wir dabei etwas Wertvolleres.« »Es geht nicht nur um Wert, Fiala«,
sagte Rondrian grimmig. »Ein Abenteurer wird an seinen Abenteuern gemessen. Wenn wir herumlaufen und die Arbeit der Wachen erledigen, nimmt uns keiner mehr ernst.« Fiala grinste ihn herausfordernd an. »Ach, Rondrian, du willst doch nur nicht zugeben, dass du vor ein paar finsteren Ecken Angst hast.« Bevor Rondrian etwas entgegnen konnte, mischte sich Ingwaine Colleil ein. Sie trat einen Schritt näher, die Hände fest um ihren Mantelkragen geschlossen. Ihre Augen waren rot von Tränen, aber in ihrer Stimme lag ein Hauch von Entschlossenheit. »Bitte, ich flehe euch an. Ihr seid die Einzigen, die mir helfen können. Die Stadtwache, Sie wird nichts tun. Und ich habe so viel Angst. Wenn Sie Silvana nach Al-Anfa bringen, wird sie nie wieder zurückkommen. Sie wird dort als Sklavin verkauft.« Das Wort Al-Anfa ließ selbst Rondrian innehalten. Elindra warf einen langen Blick auf die alte Frau, bevor sie seufzte. »Das ist ein berechtigter Punkt, aber...« Ingwaine unterbrach sie. Ihre Hände zitterten, als sie eine feine Kette unter ihrem Mantel hervorholte. Der Anhänger war aus Gold und schimmerte im Schein von Elindras Lichtzauber. Das ist alles, was ich habe«, sagte die alte Frau mit brüchiger Stimme. »Diese Halskette hat mir mein Mann zum Dravia-Bund geschenkt. Sie bedeutet mir alles, aber wenn es hilft, meine Silvana zu retten, gebe ich sie euch.« Die Gruppe schwieg betroffen, spürbar peinlich berührt von dem Angebot. Selbst Fialas Lächeln verblasste für einen Moment, und Rondrian rieb sich den Nacken, ohne etwas zu sagen. Schließlich räusperte sich Elindra und setzte ihre Brille wieder auf. »Das ist wirklich nicht nötig, Frau Colleil«, sagte sie leise. Wir werden tun, was wir können.« Fiala sprang enthusiastisch in die Luft und schlug Elindra dann kumpelhaft auf den Rücken, was diese mit einer Grimasse quittierte. »Ja, keine Sorge, wir werden das Mädchen finden. Und wir brauchen die Kette nicht. Elindra ist stinkreich und Rondrian lebt von Bier und Küssen.« Sie grinste zufrieden in die Runde und schaute dann Rondrian direkt an. »Na los, großer Held, führ uns ins Abenteuer!« Rondrian grummelte etwas Unverständliches, schien aber zu erkennen, dass er keine Wahl hatte. »Na gut, aber wenn das in einem Desaster endet, erinnert euch daran, wer dagegen war.« Mit einem schweren Seufzer machte er sich auf den Weg aus der Gasse. Elindra folgte ihm kopfschüttelnd. »Ich weiß wirklich nicht, warum ich mich immer wieder auf sowas einlasse.« »Weil du mich liebst, natürlich«, sagte Fiala fröhlich und gab ihr einen Kuss auf die Wange, den die Zauberin mit einem gequälten Lächeln quittierte. Dann drehte sich Fiala zur Alten. »Bleiben Sie hier, Frau Colleil. Wir kümmern uns um alles.« Der alten Frau liefen die Tränen über die Wangen. »Danke. Danke für alles.« Und so machte sich die Gruppe auf den Weg ins Orkendorf. Spannung lag in der Luft und das dumpfe Gefühl, dass dies kein einfaches Unterfangen werden würde. Das Orkendorf wurde seinem Ruf gerecht. Der Gestank nach abgestandenem Abwasser und fauligen Fischresten hing wie ein schwerer Nebel in den engen, verdreckten Gassen. Die Gebäude waren überwiegend aus Holz und Stein und manche nur notdürftig geflickt, andere längst zu Ruinen verfallen. Das Viertel war ein chaotisches Labyrinth und die Helden bewegten sich mit erhöhter Vorsicht. »Bei Fex, was für ein Dreckloch«, grummelte Rondrian, als er über eine matschige Pfütze voller Unrat sprang. »Was machen wir noch mal hier?« »Abenteuer, Rondrian«, sagte Fiala fröhlich. »Das ist doch genau das, wovon ein Held wie du träumt, oder?« »Träume eher von Schweinebraten«, murmelte Rondrian, die Hand auf dem Griff seiner Axt. Elindra warf einen Blick in eine dunkle Gasse und zog ihren Umhang enger. »Still, wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen.« Doch dies war nur ein frommer Wunsch, denn die Gruppe zog schon seit ihrer Ankunft neugierige Blicke auf sich. Aus den Schatten lugten Bettler hervor, einige mit aufdringlichen Blicken, andere murmelten halblaut etwas von Almosen. Ein Mann mit zerfetzter Kleidung folgte ihnen eine Weile und jammerte leise vor sich hin. »Ruhmreichend und machtvoll her, alles edel, alles schwer, große Recken, Name groß, bald schon ist er namenlos.«
Dann rannte er davon. Plötzlich trat eine Gruppe von 3 Männern aus einer Ruine. Sie waren grobschlächtig, trugen abgewetzte Kleidung und hielten die Hände an den Griffen ihrer Messer. »Na, ihr seid wohl hier, um Ärger zu suchen«, sagte der Größte mit einem feisten Grinsen. »Oder um Ärger zu finden«, sagte Rondrian und trat einen Schritt nach vorne, die Axt demonstrativ locker in der Hand. »Beruhig dich«, sagte Fiala leise und trat neben ihn. Sie schmunzelte, ließ eine Hand über ihre Hüfte gleiten, wo ein kleiner Beutel klimperte. »Wir sind nur auf der Durchreise, Freunde. Vielleicht wollt ihr uns helfen, statt uns zu stören?« Die Männer warfen sich Blicke zu, zögerten. Doch bevor sie eine Entscheidung treffen konnten, schob sich plötzlich ein Mann mit schiefem Hut und flickigen Gewändern in die Szene. Er hielt ein Kästchen in den Händen und grinste sie fröhlich an. »Was ihr braucht, sind magische Talismane. Ich habe sie alle. Schutz vor Dämonen, Schutz vor Geistern, Schutz vor Schutzamuletten, Schutz vor einfach allem.« »Was zur Hölle?« Rondrian starrte den Mann entgeistert an, der ihm eine bunte, geschnitzte Holzkette vor die Nase hielt. »Nur 10 Silbertaler!« Der Mann grinste breit. Elintra beugte sich vor und betrachtete die Kette mit einem Gesichtsausdruck, als inspiziere sie einen toten, vergammelten Frosch. »Das ist Abfall«, sagte sie scharf. »Da ist weniger Magie drin als in deiner Axt.« Der Händler machte ein betroffenes Gesicht und protestierte lautstark. »Werte Magistra, ihr brecht mein Herz. Es handelt sich um ein antikes Schutzamulett, das schon vor den Zeiten des Boss...« Rondrian packte den Kerl am Schlawittchen und hob ihn mit einem Arm in die Höhe. »Schleich dich. Ich will deinen Tand nicht.« Dann setzte er ihn unsanft ab. Der Mann taumelte rückwärts und rannte panisch davon. Der Veteran wandte sich nun wieder den abgerissenen Straßenräubern zu. »Und ihr verschwindet auch besser. Ich habe keine Geduld für Spiele.« Diese erkannten nun den erfahrenen Axtmann in ihm, schauten sich kurz an und türmten dann ebenfalls. Das Orkendorf hatte seine eigenen Gesetze. Die zahlreichen Bewohner, die sich in den schmutzigen Gassen herumtrieben, warfen der Gruppe verstohlene Blicke zu, doch niemand wagte es, ihnen zu nahe zu kommen. Bettler krochen zurück in ihre Ecken, als sie die bewaffneten Fremden bemerkten, und selbst die mutigeren Gauner zogen sich in die Schatten zurück. »Siehst du, Fiala«, murmelte Rondrian, während sie weitergingen, »manchmal reicht es, wenn man den richtigen Eindruck macht.« »Oh ja, der große Rondrian mit seiner furchterregenden Axt«, neckte Fiala leise. »Das Problem ist nur, wenn wir hier mit jedem Streit anfangen, brauchen wir bald auch Augen im Hinterkopf.« Elintra nickte unbehaglich und musterte die Gestalten, die ihnen mit gebührendem Abstand folgten, aus dem Augenwinkel. »Sie lauern nur darauf, dass wir Schwäche zeigen oder unachtsam sind.« Die Gruppe ging langsam und vorsichtig weiter. Ihre Schritte hallten leise auf dem schlammigen Pflaster. Es war schon fast komplett dunkel, und die Stille schlich um sie herum wie ein gefährliches Raubtier. Rondrians Blick blieb schließlich an einer halb verfallenen Ruine hängen. Das einstige Gebäude war kaum mehr als ein Haufen Steine und Holz, doch irgendetwas an der Szene ließ ihn innehalten. Die Mauern waren eingefallen, das Dach teilweise eingestürzt und Unkraut wuchs wild aus den Fugen. »Da drüben«, sagte Rondrian, blieb stehen und deutete mit dem Kopf auf die Ruine. »Was soll damit sein?« fragte Elintra, ihre Augenbraue hob sich skeptisch. Irgendwas kommt mir daran komisch vor«, murmelte Rondrian und ging langsam darauf zu. »Das ist doch nur ein weiterer Haufen Schutt«, sagte Fiala, folgte ihm aber neugierig. »Erinnert dich das an dein Zuhause? Bekommst du Heimweh?« »Ich sag ja nur, wir schauen uns mal um«, knurrte Rondrian, die Frechheit ignorierend, während er durch die Trümmer trat. »Manchmal findet man an solchen Orten Dinge, die andere übersehen haben.« Elintra nickte nur stumm. Rondrian war ein einfacher Mann, aber genau das gab ihm einen sehr scharfen Instinkt. Er hatte in seinem Leben schon viel gesehen, und seinem Gefühl zu vertrauen war selten eine schlechte Idee. Mit einem Wink ihrer Hand schickte sie die Lichtkugel voran in die Trümmer und folgte dann selbst.
Im Inneren fanden sie eine steinerne Treppe, die hinunter in einen Keller führte. Es roch muffig, die Wände waren feucht und der Boden war von Pfützen übersät. Sie sahen sich um. Es war klar, dass hier seit Jahren niemand mehr gewohnt hatte. Ein altes Bettgestell lehnte gegen die Wand. Daneben standen zerbrochene Kisten. Spinnweben hingen von der Decke. »Hier war früher mal jemand«, sagte Fiala und zog eine verrottete Decke von einem alten Stuhl. »Aber lange her.« Ein Loch. Nichts weiter«, murmelte Rondrian und trat an die Treppe zurück. »Ich habe mich geirrt.« Doch in diesem Moment huschte eine Ratte unter einem Weidenkorb hervor und verschob ihn dabei ein wenig. Fialas Augen leuchteten auf. »Was haben wir denn da?« Mit einem geschmeidigen Griff hob sie den Korb zur Seite. Dahinter war ein Erdloch verborgen. Es war nicht größer als ein kleines Fass, aber man konnte den Anfang eines Tunnels sehen, der ins Dunkle führte. »Rondrian, das war gar nicht so schlecht. Vielleicht kann man dich ja doch für irgendwas gebrauchen. Und wenn's nur dein Instinkt ist«, rief Fiala lachend und warf ihm einen verheißungsvollen Handkuss entgegen. Rondrian straffte sich, bemüht, ihr zu imponieren, während Elindra das Gesicht verzog. »Können wir uns jetzt bitte auf unseren Auftrag konzentrieren?« schimpfte sie, bevor sie sich dem Loch zuwandte. Die Lichtkugel sprang in den Gang hinein und tauchte den Tunnel in geisterhaftes Schimmern. »Zumindest scheint der Eingang stabil. Vermutlich führt er irgendwo hin, wo wir Antworten finden.« »Dann lass uns mal sehen, wohin«, sagte Rondrian, zog seine Axt erneut und setzte den ersten Schritt. Fiala kicherte, während sie hinter ihm herging, und Elindra folgte mit einem besorgten Gesichtsausdruck. Schon nach kurzer Zeit kamen sie in einen Raum, der mit Dreck und Trümmern übersät war und durch den sich zahllose Fußspuren zogen. Es war eine Mischung aus Höhle und Kellergewölbe. Die Wände und Decken waren aus Erde, Lehm und Stein. Wasser tropfte von der Decke herab und bildete Pfützen auf brüchigen Fliesen. Es roch modrig, aber auch rauchig, als brenne irgendwo in der Nähe ein Feuer. Es war klar, dass hier regelmäßig jemand vorbeikam, dass hier jemand wohnte, und darüber hinaus fühlte sich etwas sonderbar an, als wäre... Plötzlich krachte eines der Bretter von einem Kistenstapel zu Boden. Alle drei Helden zuckten zusammen und richteten ihren Blick auf die Stelle. Ein leises Kichern hallte durch den Raum, hoch, fast kindisch, doch mit einem seltsamen Unterton. Was war das?« raunte Rondrian und schwang die Axt probeweise durch die Luft. Elindra kniff die Augen zusammen, versuchte etwas zu sehen, aber da war nichts. In jedem Fall sind wir nicht alleine, und irgendetwas weiß schon, dass wir hier sind. Rondrian nickte und griff die Axt fester. Dann betrachtete er die Spuren. 2 Türen, und in beide Richtungen führen viele Fußspuren, aber von verschiedener Größe. Er ging auf die eine Tür zu, kniete nieder, hob etwas vom Boden und zeigte es den anderen. »Schwarzer Pelz«, flüsterte er. »Orks.« Da lag etwas Bedrohliches in seiner Stimme, und seine Miene wirkte mit einem Mal finster, verbissen. Fiala, nun tatsächlich auf die Aufgabe konzentriert, schlich vollkommen lautlos zur anderen Tür, öffnete sie und verschwand im Gang. Elindra wollte etwas sagen, sie warnen, vorsichtig zu sein, aber sie biss sich auf die Lippen. Wenn es darum ging, sich lautlos anzuschleichen, benötigte ihre Gefährtin keinen Rat. Wenn sie nicht gesehen werden wollte, dann geschah das auch nicht. Rondrian und Elindra warteten an Ort und Stelle und blickten sich gegenseitig an, bereit für den Kampf. Da sah die Magierin, wie aus dem Schatten eine bläuliche Hand nach Rondrians Kopf fasste. Sie wollte ihn warnen, doch da schnipste der Finger des Wesens schon gegen das Ohr des Kriegers. Rondrian fuhr zusammen, ein schriller Laut entfuhr ihm, und fast hätte er die Axt fallen lassen. Doch in nur einem Augenblick hatte er sich wieder unter Kontrolle und wirbelte kampfbereit herum. Das Geschöpf war jedoch fort. Elindra starrte in Richtung der Tür, hinter der sie die Orks vermuteten. Momentelang rührten sie sich nicht.
Doch von dort kamen keine Geräusche. Die Tür blieb verschlossen. Zum Glück. Kurze Zeit später kam Fiala zurück und flüsterte den anderen zu: 4 Goblins. Sie sitzen in einem Raum. Es sieht ziemlich wild aus. Das sind bestimmt Männer. Elindra nickte verstehend und Rondrian wollte protestieren, aber da sah er, wie eine blaue Hand versuchte, Fiala die Geldbörse vom Gürtel zu ziehen. Ausgerechnet ihr. Noch bevor er sie warnen konnte, fuhr Fiala herum, packte das Handgelenk und zog das Wesen aus den Schatten. Es war ein kleines, graublaues Geschöpf mit runzliger Haut, struppigem, kurzen schwarzen Haar und großen, kindlichen Augen. Als Fiala es zu Boden drückte, schrie es, und sie hielt ihm den Mund zu. Dadurch konnte sie es aber nicht mehr so gut festhalten, und es drohte ihrem Griff zu entkommen. Elindra flüsterte schnell und vollführte mit einer Bewegung ihres Stabes einen Zauber. Paralysis, starr wie Stein, unbeweglich sollst du sein. Das Geschöpf wurde auf den Boden fixiert. »Bei Effards nassem Hintern«, fluchte Rondrian. »Was ist denn das?« Die Magierin schaute ihn böse an, weil er so laut gesprochen hatte, und flüsterte: »Ein Klabauter. Und jetzt sei leise.« Sie kniete sich neben das Geschöpf und starrte ihm in die großen Augen. »Hast du schon jemandem Bescheid gegeben, dass wir hier sind?« Das Wesen starrte panisch zurück, zuckte hin und her, konnte sich aus dem Zauber aber nicht befreien. Es war jedoch gut zu sehen, dass Elindra den Bann nicht lange halten können würde. Schweiß stand ihr schon auf der Stirn. Das Geschöpf schien sich magisch zu wehren. Nun versuchte es zu sprechen, aber Fialas Hand ließ nur ein unverständliches Nuscheln zu. Fröhlich zwitscherte sie ihm ins Ohr. »Wenn du schreist, dann tue ich dir weh.« Dann nahm sie die Hand von seinem Mund. Tu mir nichts, ich bin ein guter Klabauter.« »Wie heißt du?« fragte Elindra schnell. Das Geschöpf ruckte mit dem Kopf zu ihr herum. Dann lachte es. »Witzig. Guter Versuch, aber ich kenne auch einen Witz. Wie heißen die Muskeln einer Katze?« »Bizeps!« Dann lachte es wie verrückt, bis Fiala ihm wieder den Mund zuhielt. Die 3 Helden schauten sich verzweifelt an, lauschten noch immer, ob sie jemand hörte, aber bisher schienen sie Glück zu haben. »Was jetzt?« raunte Rondrian. Elindra dachte nach. Der Klabauter hatte sie noch nicht verraten, sondern nur einen Schabernack getrieben. Wahrscheinlich war er den Bewohnern dieses Ortes nicht verpflichtet, sondern wollte nur seinen Spaß. »Wenn wir seinen Namen herausfinden, sagt er uns, was er weiß. Aber bis dahin glaube ich nicht, dass er die anderen warnen wird. Er wird uns ärgern, aber mehr auch nicht.« Dann löste sie den Zauber, und in der nächsten Sekunde war das Geschöpf verschwunden. Man hörte jedoch leises Kichern um sie herum. Rondrian seufzte. Dann löste sie den Zauber, und in der nächsten Sekunde war das Geschöpf verschwunden. Man hörte jedoch leises Kichern um sie herum. Rondrian seufzte. »Das geht ja gut los. Was machen wir denn jetzt? Hinter dieser Tür sind wahrscheinlich verdammte Schwarzpelze, und da drüben sagst du Goblins?« Die Diebin nickte. »Ja, ich schlage vor, dass wir versuchen, mit denen zu reden. Goblins mögen mich. Ich denke, die werden mich nicht angreifen.« Elindra zog eine Augenbraue hoch. »Goblins mögen dich?« Rondrian schnaubte. »Macht Sinn. Die ist ja fast eine.« Die kleine, rothaarige Diebin schaute gespielt empört und knuffte den Krieger in die Seite. Er packte sie, und für einen kurzen Moment kappelten die beiden sich spielerisch. Elindra wischte ihren Zauberstab zwischen sie, um sie zu trennen. »Spinnt ihr jetzt völlig? Wir machen es so. Wir schleichen hinein, und du redest mit ihnen. Vielleicht wissen sie etwas.« Fiala verzog das Gesicht, weil die Magierin sie unterbrochen hatte, nickte dann aber. Rondrian stimmte zu. »Und wenn sie mucken, dann mache ich sie platt.« Der Gang war eng und dunkel. Nur das sanfte Schimmern von Elindras Lichtkugel spendete etwas Helligkeit. Der Geruch von Schimmel und altem Bier wurde stärker, je weiter sie ging.
Am Ende des Ganges flackerte ein schwaches Licht aus einem offenen Raum, begleitet von leisen, hohen Stimmen, die in einer fremden Sprache miteinander stritten. Fiala hob die Hand, bedeutete den anderen stehen zu bleiben und schlich voran. Ihre Bewegungen waren geschmeidig und präzise wie die einer Katze, und sie verschwand fast lautlos im Schatten des Eingangs. Rondrian und Elindra blieben zurück, drückten sich an die Wand und spähten vorsichtig in den Raum. Die Goblins waren eine zottelige Bande kleiner, krummer Wesen. Ihre roten Fellbüschel schienen in alle Richtungen zu stehen, und ihre großen gelben Augen funkelten im schwachen Licht. Sie hockten auf improvisierten Hockern und Kisten um einen Tisch, der aussah, als würde er jeden Moment zusammenbrechen. Darauf lagen Münzen und ein zerfleddertes Kartenspiel. Vor den Kreaturen standen halbvolle Becher mit schalem Bier. An den Wänden hingen Lumpen und Ketten, und ein Haufen Knochen lagen in einer Ecke. Ob von Tieren oder etwas anderem, war nicht zu erkennen. »Ein reizendes Tröpfchen«, murmelte Rondrian leise, die Axt in der Hand, während er beobachtete, wie Fiala in den Raum schlich. Elindra nickte. Ihre Augen blieben wachsam auf den Goblins. »Sei still, sie werden uns bemerken.« Fiala trat schließlich aus den Schatten und stellte sich ins Licht der flackernden Laterne. Sie hob beide Hände beschwichtigend, das Gesicht zu einem entwaffnenden Lächeln verzogen. »Hallo, Freunde, wie geht's, wie steht's?« Die Goblins sprangen erschrocken auf, einer stieß seinen Stuhl um, ihre zotteligen Hände griffen nach den kleinen Dolchen an ihren Gürteln, und ihre Augen weiteten sich vor Misstrauen. Der größte von ihnen, dessen Fell wirr und fleckig war, fauchte. »Du bist Glatthaut! Warum hier? Warum Glatthaut hier?« Fiala blieb gelassen, ihre Hände immer noch gehoben. »Ich will keinen Streit«, sagte sie sanft. »Ich bin nur auf der Durchreise und dachte, ich schau mal bei euch vorbei. Ihr seht aus, als wüsstet ihr, was hier los ist.« Die Goblins sahen sich unsicher an, sprachen hastig miteinander in ihrer seltsamen, fremdartigen Sprache. Fiala trat einen Schritt näher, setzte sich auf einen leeren Hocker und stützte das Kinn auf die Hände. Wie beiläufig nahm sie einen Schluck aus einem der Bierkrüge und verzog leicht angeekelt das Gesicht. »Feinschmecker seid ihr nicht gerade, was?« fragte sie gelassen, als wäre sie bei alten Bekannten zu Gast. Die Goblins waren so irritiert von ihrer kumpelhaften Art, dass sie im ersten Moment gar nicht wussten, was sie tun sollten. »Wisst ihr, Freunde, ich habe ein großes Problem. Mein Herr, der Graf von weiß ich alles, hat mir einen schwierigen Auftrag gegeben, und ich glaube, ich kann's einfach nicht schaffen. Aber das Schlimmste ist, wenn ich scheitere, dann darf ich niemals zurückkehren. Und zu Hause warten doch meine treuen Ehefrauen mit 30 Kindern, und sie alle haben Hunger und vermissen mich ganz doll.« Die Goblins starrten Fiala verdutzt an und versuchten angestrengt, die sonderbare Geschichte zu verstehen. Ihre Gesichter waren zerfurcht vor Anstrengung, und sie hatten scheinbar schon völlig vergessen, dass die Diebin gerade ungefragt bei ihnen eingedrungen war. Dass sie dabei das Kartenspiel schnappte und anfing, es zu verteilen, machte die Szene nur noch skurriler. Derweil an der Tür flüsterte Rondrian Elindra ins Ohr. »Wo nimmt sie diesen Stuss nur immer her?« Die Magierin zuckte ergeben mit den Schultern. Schließlich hielt es einer von ihnen nicht mehr aus. »Was Auftrag? Du sagen!« Fiala lächelte und spielte ihre erste Karte aus, was die Goblins automatisch dazu brachte, mitzuspielen. »Mein Herr, der Graf von was weiß ich noch, ist ein sehr kluger Mann, aber er weiß nicht, ob er alles weiß. Das nagt an ihm. Es tut ihm weh. Deshalb hat er mich losgeschickt, um zu prüfen, ob es noch etwas gibt, was er nicht weiß. Aber ich war schon überall, und alles, was andere wussten, wusste er schon. Aber da dachte ich mir, jetzt gehst du zu den glücksten Geschöpfen, die Aventurien zu bieten hat.« Die Goblins starrten sie gebannt an. Dann, nach einer ganzen Weile, fragte einer, »Zu wem du gegangen?« Fiala lächelte ihn charmant an und flüsterte im Verschwörerton, »Na, zu euch. Zu den Goblins.« Es dauerte eine ganze Weile,
bis sie diese Information verarbeitet hatten. Wahrscheinlich hatte noch nie jemand in der Geschichte des Mittelreiches behauptet, dass Goblins die klügste aller Spezies seien. Aber dann zeigte sich ein breites Grinsen auf ihren ledrigen Gesichtern, und sie riefen in voller Inbrunst: »Wir klug! Sehr klug! Ja, super klug! Wir sind die Besten! So schlau wie wir!« Fiala lachte und spielte eine weitere Karte. »Genau das denke ich auch, aber der Graf wird mir das nicht glauben. Er ist sehr eitel. Ich muss es also beweisen, indem ich ihm Sachen sage, die er noch nicht weiß.« Jetzt verzog sie übertrieben traurig das Gesicht. »Ich bin aber dumm und weiß gar nichts. Ich habe so viel zu tun den ganzen Tag mit meinen 50 Kindern und mit meinen 3 Ehemännern, dass ich gar keine Zeit habe, irgendetwas zu lernen.« Rondrian hob derweil Elindra seine Hand vors Gesicht. Wie viele Kinder waren's jetzt? Mitleidig schauten die Goblins in die Runde. Einer hob die Hand und rief eifrig: »Das hier, Piratenversteck!« Doch Fiala zeigte erneut eine leidende Miene. »Das weiß er schon.« Ein anderer Goblin meldete sich zu Wort. »Anderer Flur! Schwarzpelze! 4!« Fialas Augen funkelten hoffnungsvoll, doch sie schüttelte wieder den Kopf. »Mist, das weiß er auch. Oh nein, ich bin verloren. Meine 80 Kinder und 5 Schafe werden alle verhungern.« Das war für den dritten Goblin kaum zu ertragen, und er schrie förmlich: »Da noch ein Irrer und ein Geist und zwei Glatthäute wie du noch!« Fiala horchte auf. »2 Menschen sind hier auch? Und ein Gefangener? Eine Frau?« Ein anderer Goblin nickte eifrig. »Beide, Irrer und Frau woanders. Weiß nicht wo.« »Und diese Menschen, die schmeißen hier den Laden? Sind die eure Bosse?« fragte Fiala. Die Goblins nickten eifrig, erfreut, dass sie offensichtlich etwas Interessantes wussten. »Geben Glitzerscheiben«, sagte ein Goblin mit einem Gesichtsausdruck, als habe er eine göttliche Weisheit verkündet. Ein anderer fügte hinzu: »Einer Hakenshow, freundlich, anderer unfreundlich, will Frauen wegbringen. Hakenshow will Frau behalten.« Jetzt leuchteten Fialas Augen. »Das heißt, die 2 sind sich uneinig. Der eine will die Frau verkaufen und der andere will sie behalten?« Die Goblins nickten eifrig. Einer fügte hinzu: »Geist kennt Geheimgänge, kann öffnen, führt überall hin.« Fiala strahlte nun wie ein Honigkuchenpferd und tätschelte die Hände des Goblins über den Tisch hinweg. Eine Träne der Rührung rann ihr über die Wange. »Ihr habt mich gerettet. Das wusste der Graf alles noch nicht. Jetzt kann ich endlich nach Hause zu meinen 100 Kindern und 32 Stiefmüttern.« Die Goblins freuten sich wie verrückt und lagen sich heulend in den Armen. Fiala spielte noch eine Karte aus und rief: »Gewonnen!« Dann sackte sie die Münzen auf dem Tisch ein und verabschiedete sich hastig von den verdutzten Goblins. Selbstzufrieden grinsend kam sie zurück zu Rondrian und Elindra. Im Gang angekommen, flüsterte sie: »Ihr habt alles gehört?« Die anderen nickten. Elindra schaute sich um. »Vor allem der Geheimgang wäre natürlich nützlich.« Fiala nickte. »Da hast du recht, aber dafür müssen wir uns wohl noch mal den Klabauter schnappen.« Die Magierin zog ihren Zauberstab. »Ich denke, ich kann einen Analysezauber versuchen. Vielleicht finde ich ihn Doch genau in diesem Moment hörten sie ein fürchterliches Krachen aus dem Eingangsraum. Hastig liefen sie in die Richtung und sahen den Klabauter, wie er laut lachend Kisten auf und zu donnerte. Kaum waren die Helden im Raum, grinste er und schlug mit einem weiteren Schwung auch die Tür zu den Orks auf, nur um sie mit einem Wink wieder zukrachen zu lassen. Die Schwarzpelze, die drinnen beim Kochen gewesen waren, hatten kurz durch die Tür geblickt und die Helden bemerkt. »Eindringlinge«, schrie einer von ihnen. Rondrian zog grimmig die Axt. Fiala lachte nervös auf. Ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt, wo du sie alle platt machen kannst.«
Rondrian nickte grimmig. Darauf kannst du wetten. Der erste Ork stürmte mit einem wütenden Brüllen auf Rondrian zu, ein grobes, schartiges Schwert in der Hand. Seine mächtige Gestalt füllte beinahe die Tür, und das Krachen seiner Schritte hallte im Raum wider. »Endlich was zu tun«, murmelte Rondrian mit einem grimmigen Lächeln und trat vor, die Axt fest in beiden Händen. Mit einem weiten Schwung traf er die Klinge des Orks, das Geräusch von schreiendem Metall erfüllte die Luft. Ein weiterer Ork, jünger, drahtiger, stürmte auf Elintra zu, die das Gesicht verzog, weil direkte Kämpfe ihr überhaupt nicht gefielen. Elegant wich sie seinem Sturmangriff aus und stellte ihm mit ihrem Zauberstab das Bein. Der junge Krieger kam ins Straucheln und stürzte gegen eine Kiste, die unter lautem Krachen in Stücke brach. Fiala griff derweil einen dritten Ork von der Seite an, der sie im Schatten erst nicht gesehen hatte. Ihrem Dolchstoß wich er jedoch gerade so aus und schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Schreiend ging sie zu Boden. Der Ork stürzte sich auf sie, um ihr die Handaxt in den Leib zu treiben, doch sie rollte sich gerade noch rechtzeitig zur Seite. Zu dem ersten und größten Ork, der auf Rondrian einhackte, hatte sich eine schmalere, aber genauso wilde Orkfrau gesellt, die mit einem Speer nach dem Krieger stach. Beide waren keine ausgebildeten Kämpfer und Rondrian im Duell deutlich unterlegen, aber das Paar war gut aufeinander abgestimmt und drängte ihn immer weiter zurück. Elintras Gegner rappelte sich wieder auf, schrie wild und wütend und rannte erneut auf die Zauberin zu. Diesmal wusste er es besser, stoppte im richtigen Moment ab und stach mit einem schweren, rostigen Dolch zu. Die Klinge streifte die Schulter der Gelehrten, die vor Schmerz aufschrie. Im Geiste ging sie die Krankheiten durch, die eine solch ekelhafte Schneide übertragen konnte. Vom Erfolg ermutigt, wollte der Ork seine Waffe nun in ihre Brust rammen, doch sie riss ihren Stab hoch und parierte die Attacke im letzten Moment. Fiala war inzwischen wieder auf den Beinen, machte eine Finte und stach nach ihrem Gegner mit einem Dolchstoß, der ihm ins Bein traf. Der Schwarzpelz fauchte, packte sie an der Schulter und verpasste ihr eine Kopfnuss. Die junge, zierliche Frau taumelte rückwärts, Lichtblitze funkelten vor ihren Augen. In diesem Moment parierte Rondrian einen Schlag des Orks, trat ihm gegen die Brust und schwang seine Axt der Orkfrau entgegen. Sie war zu langsam und das Beil trieb ihr in die Kehle. Ihr Blut spritzte und sie sank gurgelnd zu Boden. Sowohl Fialas Gegner als auch der größere Ork hielten entsetzt inne. Der Gegner Elintras hingegen wirbelte herum, um Rondrian anzugreifen, der dessen Attacke nicht kommen sah. Der Ork stieß auf des Kriegers Brust zu, als im letzten Moment die Zauberin ihren Stab nach vorne ruckte und stumm einen Wind beschwor, der den Schwarzpelz mit Wucht gegen die Wand schleuderte. Bewusstlos sank dieser zu Boden. Rondrian nutzte den Moment der Überraschung, um seine Axt in die Brust des großen Orks zu treiben, der panisch zu seinem ohnmächtigen Gefährten geblickt hatte. Auch dieser Ork sank tot zu Boden. Für Fiala war es nun ein leichtes, dem letzten Feind, der wie erstarrt dastand, ebenfalls die Kehle aufzuschneiden. Er beachtete sie nicht mehr und war ganz und gar auf den Tod der beiden erwachsenen Orks fixiert. Sie schnellte vor, wohl wissend, dass es nur Ärger bringen würde, den Schwarzpelz zu verschonen. Doch im letzten Moment zuckte sie zurück. Ihre Klinge stoppte nur Zentimeter vor dem Hals des pelzigen Jünglings. Dieser erschrak, riss den Kopf herum, starrte die Diebin an, fletschte die Zähne, stieß sie zurück und rannte flüchtend durch die Tür des Orkflurs davon. Dabei schrie er wie verrückt und alarmierte damit sicherlich jeden, der noch in der Nähe war. Kaum war er durch den Raum und hinter der nächsten Tür verschwunden, kamen tatsächlich die Goblins hastig aus ihrem Bereich gestürmt. Mit aufgerissenen Augen betrachteten sie die drei Helden, die über den besiegten Orks standen. Kurz schienen sie abzuwägen, ob sich der Kampf lohnte. Dann verständigten sie sich in ihrer fremdartigen Sprache und flohen durch den Tunnel in den Keller der Ruine und von dort, so weit sie konnten, davon. Fiala stand immer noch bewegungslos da und hielt mit zitternder Hand ihren Dolch, als Rondrian sie an der Schulter packte. »Du bist zu weich, Mädchen«,
sagte er verärgert, und Fiala ließ den Kopf hängen, Schamesröte auf den Wangen. Elindra hingegen war bereits bei dem bewusstlosen Ork, der an der Wand lag, und begann ihn zu fesseln. Rondrian drehte sich nun zu ihr um, wollte sich beschweren, aber sie schaute ihn nur durchdringend an, und er seufzte. »Weiber!« Dann schob er sich an Fiala vorbei in Richtung des Orkflurs. »Alles muss man selber machen.« Elindra, die den bewusstlosen Ork nun vollständig gefesselt hatte, trat neben die noch immer starre Fiala. »Nimm's ihm nicht böse. Wenn es um Orks geht, kennt er kein Erbarmen.« Fiala mit gequältem Blick und Elindra mit ernster Miene folgten dem Krieger schließlich. Sie durchquerten den ordentlich gehaltenen Wohnbereich der Orks zügig, weil sie gesehen hatten, dass der Flüchtling weitergelaufen war, und kamen schließlich in einen Zellentrakt. Der Raum war kalt und feucht, und der muffige Geruch nach Schimmel und Verfall hing schwer in der Luft. An den Wänden reihten sich primitive Zellen aus groben Gitterstäben und morschen Holzverschlägen. Einige waren leer, andere enthielten verwesende Reste, die nicht näher untersucht werden wollten. Wasser tropfte von der Decke in schmutzigen Pfützen, und das Licht von Elindras magischer Kugel ließ alles noch unheimlicher wirken. In einer Zelle kauerte eine jammernde, abgerissene Gestalt, die zusammenzuckte, als sie die Neuankömmlinge sah. Sie brabbelte immer wieder. »Karabustel, Karabustel, lass mich in Ruhe. Karabustel, Karabustel, wo sind meine Schuhe?« Doch die Aufmerksamkeit der Helden wurde sofort durch das Geschehen abgelenkt, das sich am Ende des Zellentraktes entwickelte. Der junge Ork schlug wild und wütend gegen eine schwere Tür. »Lasst mich rein! Ich bin es! Ihr müsst mich reinlassen!« Von der anderen Seite der Tür erklang eine rauchige, genervte Stimme. »Hau ab, Schwarzpelz! Du hast uns genug Ärger gebracht. Wir machen nicht auf.« »Aber sie kommen!« Der junge Ork blickte sich kurz um und erblickte die Helden. Sein Gesichtsausdruck wechselte zwischen Panik und Zorn hin und her, während er sich wieder zur Tür wandte. »Bitte, lasst mich rein! Sie haben meine Eltern getötet!« »Das geht uns nichts an«, rief eine zweite Stimme gereizt. »Hau ab, oder wir machen dich kalt, bevor es die Glatthäute tun!« Der junge Ork schlug noch ein paar Mal verzweifelt gegen die Tür, dann fluchte er in seiner fremden Sprache. Schließlich drehte er sich den Helden zu und knurrte sie an wie ein in die Ecke gedrängter Wolf. Seine Zähne knirschten und sein Blick war voller Hass. »Ihr habt meine Eltern getötet«, brüllte er. Da ihm klar war, dass es keinen anderen Weg gab, wählte er die Offensive und stürmte, die Waffe wild schwingend, auf Rondrian zu. »Warte!« rief Fiala und trat einen Schritt nach vorne, die Hände beschwichtigend erhoben. »Wir tun dir nichts, hör zu!« Doch der Ork ließ sich nicht aufhalten. Wütend stürmte er weiter. Rondrian war vorbereitet. Dem wilden, aber ungelenken Schlag wich er gekonnt aus und versetzte dem Jüngling mit seiner ledergepolsterten Faust einen wuchtigen Stoß in die Rippen. Der Ork keuchte auf und ging in die Knie. Er versuchte sofort wieder aufzustehen, doch Rondrian schlug erneut zu, diesmal mit dem Ellenbogen gegen die Schläfe, sodass der junge Mann gänzlich zusammenbrach. Um sicher zu gehen, wollte der Krieger noch einmal zutreten, aber Elindra ging dazwischen. »Es reicht. Halt ihn nur fest.« Rondrian seufzte und packte den Ork, der jammernd versuchte, wegzukriechen. Elindra kniete sich neben ihn, schaute in sein blutiges Gesicht und verzog ihres. »Wir wollen dir nichts tun, Schwarzpelz. Wir hätten dich schon vorhin töten können. Auch dein Bruder lebt, also benimm dich.« Der Ork starrte sie böse an, Tränen rannen ihm über die Wangen, doch vor allem blitzte wilder Zorn in seinen Augen auf. »Lass mich in Ruhe, Hexe«, zischte er voller Hass. Rondrian schnellte vor und gab ihm einen Schlag auf den Kopf. »Benimm dich vor der Magistra, du Dreckiger«, sagte er ebenfalls wütend, geblendet von seinem eigenen Groll gegen die Orks. Er hatte an der Grenze zum Orkland häufig gegen sie gekämpft und ihren Schrecken am eigenen Leib erfahren. Für ihn waren sie Monster, schreckliche, tierische Kreaturen.
Doch Elindra hob die Hand schützend vor den jungen Ork und sie schaute den Krieger durchdringend an. Sie ahnte, was er empfand, aber so würden sie nicht weiterkommen. »Lass uns das regeln«, bat sie ihn überraschend sanft. Rondrian spannte sich kurz an, wollte ihr widersprechen, einwenden, dass es keinen Sinn hatte, mit diesem Biest zu diskutieren, dass es besser wäre, die Wahrheit aus ihm herauszuprügeln. Doch Fiala war bereits bei ihm und flüsterte ihm sanft zu. »Hey, sie macht das schon. Pass auf, dass die Schmuggler uns nicht überraschen.« Sie deutete auf die Tür. Jetzt seufzte Rondrian und nickte. Er wandte sich der Tür zu, hinter der sich die Schmuggler verschanzt hatten, blieb aber so stehen, dass er den Ork noch im Augenwinkel sah. Fiala hingegen hatte sich auf der anderen Seite postiert, um zu verhindern, dass der Ork floh und außerdem, um zu sehen, was der Irre in seiner Zelle machte. Dieser sagte immer noch seinen Reim auf, während Elindra erneut versuchte, mit dem halbstarken Ork zu sprechen. »Ja, wir haben deine Eltern getötet, weil sie uns töten wollten, aber wir werden dich und deinen Bruder gehen lassen, wenn du uns sagst, was hier los ist.« Ihr Ton war sachlich, nicht bezirzend wie Fialas, sondern nüchtern und ehrlich. Die anfängliche Panik des Orks wich einer leisen Hoffnung, hier lebend herauszukommen. Die Frau sah nicht aus wie eine Mörderin, und sie hatte den brutalen Mann aufgehalten. Doch dann schüttelte er wieder den Kopf. »Glatthäute lügen, Glatthäute morden, nehmen uns unser Land, nehmen sich, was sie wollen.« Elindra nickte bestätigend. »Ja, manche sind so. So wie viele von euch mordend durch die Lande ziehen. Grausamkeit und Gier sind keiner Spezies fremd. Aber wir wollen dir nichts tun. Wir wollen nur wissen, wo das Mädchen ist.« Der Ork schaute die blonde Frau an. Den Kern ihrer Worte verstand er nicht. Gareti sprach er nicht perfekt, doch etwas an ihrer Haltung ließ ihn glauben, dass sie die Wahrheit sprach. Es kostete all seine Überwindung, ihr zu vertrauen, aber letztlich blieb ihm keine Wahl. »Das Mädchen ist schön. Für eine Glatthaut. Das hat auch Basil gesagt.« Elindra lächelte leicht, weil der Ork ihr antwortete. »Wer ist Basil?« »Glatthaut. Er ist netter als der andere.« »Hakenschau?« fragte Fiala von ihrem Platz aus. Der Kopf des Orks ruckte herum und er fixierte die junge Frau, gegen die er vorhin noch gekämpft hatte. Er fletschte kurz die Zähne, nickte dann aber zögerlich. »Also dieser Basil, er mag das Mädchen?« hakte Elindra nach. Der Ork nickte. »Sehr. Er sagt, sie ist zu schade, um verkauft zu werden. Er will den anderen überlisten. Auch er ist ein Lügner, wie alle Glatthäute.« Dabei blickte er wütend zu Rondrian, der nur mit den Schultern zuckte. »Verstehe. Und jetzt hocken die zwei da drin? Wo ist das Mädchen?« fragte die Magierin weiter. Der Ork zuckte mit den Schultern. »Irgendwo da drin. Vielleicht, weiß nicht. Die lassen uns nicht zu ihr.« Plötzlich wurde der Ork unsicher. »Wo ist mein Bruder? Wie geht es ihm?« Man konnte echte Sorge in seinem Blick sehen. Elindra machte ein neutrales Gesicht, musterte den Ork eingehend. »Er ist gefesselt. Wenn du mir versprichst, dass du nicht wiederkommst, lassen wir dich gehen.« Der Junge schnaufte verärgert. »Wollte nie hierher. Dreckige, stinkende Menschenstadt. Wir sind vor anderen Orks geflohen, haben die dummen Goblins kennengelernt. Ich hatte Vater gesagt, lass uns um unseren Platz im Stamm kämpfen. Aber er wollte nicht. Ich komme nie wieder zurück in eure stinkenden Menschenlande.« Elindra nickte. Zumindest was die Einschätzung der Stadt anging, schienen sie sich einig zu sein. Sie machte sich Sorgen, was aus diesem jungen, wütenden Ork werden würde, aber es war nicht ihr Problem. »Gut, du kannst gehen.« Doch Rondrian trat einen Schritt vor und machte eine drohende Geste. »Hör zu, Bursche«, brummte er mit mühsam unterdrücktem Zorn. Der Ork starrte ihn an, Angst und Hass in den Augen. »Wenn ich dich je wiedersehe, Schwarzpelz, dann schlag ich dich tot.« Der Ork funkelte den Krieger an, sagte aber nichts.
Dann ging er langsam rückwärts an Fiala vorbei in Richtung Tür. Als er dort war, drehte er sich um, und sie hörten ihn noch nach seinem Bruder rufen. Dann war er fort. Einige Momente vergingen in Stille. Die drei Helden blickten sich vielsagend an. Rondrians Besorgnis darüber, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, den Schwarzpelz freizulassen, Fialas Erleichterung, dass niemand unnötig hatte sterben müssen, und Elindras kühle Kalkulation. Das Mädchen war noch nicht befreit, und hinter der großen, schweren Tür verbargen sich zwei Gauner, die genau wussten, dass die Helden hier waren. Sie bereiteten sicherlich gerade einen Hinterhalt, und irgendwo hier schlich noch ein Klabauter herum. Er war wahrscheinlich keine Gefahr, aber sicher konnte man sich mit magischen Wesen nie sein. Es war die Frage, wie sie vorgehen sollten. Rondrian schien den direkten Weg zu bevorzugen. Mürrisch trat er an die Tür und schlug mehrfach heftig dagegen. »Hey ihr, macht auf, gebt uns das Mädchen und wir übergeben euch vielleicht der Stadtwache, statt euch zu erschlagen. Vorausgesetzt, und das hoffe ich wirklich für euch, ihr habt die junge Frau nicht angerührt.« Da lag eine Dunkelheit in seiner Stimme, als er diese letzten Worte sprach. Fiala stöhnte verzweifelt und schob sich neben den Veteranen. »Glaubst du ehrlich, die machen auf, wenn du so etwas sagst, du Klotz?« fragte sie mit rollenden Augen. Rondrian blickte sie grimmig an. »Ich sage nur, wie's ist.« Fiala lachte auf. »Genau da liegt das Problem.« Dann wandte sie sich der Tür zu. »Hey, ihr da drin, hört mal. Ihr macht besser auf, sonst kann ich den Grobian hier nicht mehr lange davon abhalten, die Tür einzutreten.« Es herrschte einen Moment Stille. Dann konnte man auf der anderen Seite aufgeregtes Murmeln hören. Schließlich rief jemand laut: »Haut ab!« »Ach, kommt schon. Gebt uns das Mädchen und alles wird gut«, log Fiala fröhlich. »Vergesst es. Wir verkaufen sie nach Al-Anfa, und es gibt nichts, was ihr dagegen tun könnt«, sagte eine andere Stimme hinter der Tür. Fiala tauschte einen kurzen Blick mit ihren Gefährten, dann erwiderte sie grinsend: »Ach ja? Da habe ich aber was anderes gehört. Soweit ich weiß, will Hakenshow sie für sich behalten, weil er sich nämlich in sie verliebt hat.« Es gab eine Pause, ein kurzes Gemurmel. »Sei still, du hast gar keine Ahnung, du Kuh. Wir verkaufen sie, wie wir es ausgemacht haben.« Wieder grinste Fiala. »Oh, und du bist Hakenshow, richtig? Ich glaube, ich habe es gerade falsch gesagt. Ich bin so vergesslich. Die Orks meinten, einen namens, wie war es noch gleich? Ach ja, Basil hätte sich in das Mädchen verliebt und wolle sie für sich behalten. Also ich persönlich halte ja nichts von diesen altmodischen Beziehungen und finde, dass man zu dritt viel glücklicher wird. Aber ich glaube, ihr zwei habt erstmal einiges zu besprechen.« Eine Weile herrschte wieder Stille. Dann entbrannte hinter der Tür eine hitzige Diskussion, von der man nur Bruchstücke verstehen konnte. »Ich liebe sie.« »Ich liebe sie mehr.« »Sie gehört mir.« »Nein, mir.« »Halt den Mund.« »Dummkopf!« »Au, lass meinen Bart los!« Dann hörte man Poltern und Krachen, bis irgendwann gar nichts mehr zu hören war. Elindra rollte während der ganzen Szene mit den Augen. Ihre Wangen waren leicht gerötet. Rondrian scharrte unsicher mit den Füßen, während Fiala das ganze Theater sichtlich genoss. Als sich nach einer Weile aber immer noch nichts hinter der Tür regte, runzelte Rondrian die Stirn. Was ist jetzt los?« Ungeduldig pochte er gegen die Tür. »Hey, ihr! Letzte Warnung! Macht auf, oder ich trete die Tür ein!« Keine Antwort. Im Hintergrund hörte man nur den Irren in seiner Zelle brabbeln. »Karabustel, Karabustel, lass mich in Ruhe. Karabustel, Karabustel, was ist meine Show?« Elindra trat näher an die Tür heran und lauschte angestrengt. Vielleicht haben sie sich totgeschlagen«, spekulierte sie mit einem leichten Schaudern. »Was?« rief Rondrian aufgebracht, und Fiala schaute etwas nervös. Dann reichte es dem Krieger. »Ich habe jetzt genug von dem Unsinn«, knurrte er und trat mit aller Wucht gegen die Tür. Sie krachte und splitterte, hielt aber noch stand. Das machte dem erfahrenen Veteranen allerdings gar nichts aus, denn es gab ihm einen Grund, seine Wut endlich herauszulassen. Das ganze Geschehen ging ihm langsam aber sicher gehörig auf den Zeiger.
Diesmal warf er sich mit aller Kraft gegen die Tür, die donnerte und knackte. Er schnaufte, trat etwas zurück und nahm Anlauf. Fiala schaute zu Elindra und flüsterte: »Soll ich ihm sagen, dass ich das Schloss auch einfach knacken könnte?« Doch Elindra schüttelte den Kopf. »Lass ihn sich austoben.« Und dann rannte Rondrian auch schon auf die Tür zu, krachte mit seinem schweren, muskulösen Körper dagegen und durch sie hindurch. Holz zerbrach, Metall bog sich, Angeln flogen wie Geschosse durch die Luft. Der Krieger ging im Raum zusammen mit mehreren Türteilen zu Boden, war aber sofort wieder auf den Füßen. Als sich der Staub gelegt hatte, konnten sie einen kleinen Raum erkennen. Darin befanden sich ein Holztisch, 2 Stühle, ein paar Regale mit Kleidung, Geschirr und anderen Gebrauchsgegenständen sowie ein abgewetzter Teppich auf dem Boden. Auf diesem Teppich lagen 2 Männer ineinander verschlungen und bewusstlos mit ordentlichen Beulen auf den Köpfen. Die Männer sahen aus, wie man sich Piraten vorstellte. Der eine war klein und drahtig, der andere größer und muskulöser, mit einem buschigen Bart und einem derben Gesicht. Der kleinere hatte eine auffällige Hakenhand, während der größere eine Augenklappe trug. Das einzige andere Auffällige im Raum war ein großes Wandgemälde an der Hinterwand, das eine Schlachtenszene zeigte und nicht so recht ins Gesamtbild passen wollte. Unter normalen Umständen wären die Helden hier wahrscheinlich mit einem Rätsel konfrontiert worden, aber die beiden Piraten hatten sich wohl beim Ringen miteinander heftig gegen das Gemälde gestoßen und es in der Mitte aufgerissen. Nun konnte man deutlich sehen, dass sich dahinter ein Mechanismus für eine Geheimpforte verbarg. Während Rondrian die beiden Piraten packte, sie fesselte und sie mit leichten Schlägen auf die Wangen zu wecken versuchte, schaute sich Fiala die geheime Tür an. Mit kritischem Blick beäugte sie die alte Mechanik. Sieht nicht gut aus. Alles verbogen. In dem Moment hörten sie Rufe hinter der Geheimtür. »Hallo? Hallo? Ist da wer? Hilfe! Hilfe! Ich bin hier gefangen!« Sofort war nun auch Rondrian, der es noch nicht geschafft hatte, die Gauner zu wecken, bei Fiala und versuchte, die Geheimtür aufzubrechen. Ohne Erfolg. »Verdammt! Alles verzogen«, fluchte er und warf den beiden Piraten, die nichts davon mitbekamen, einen bösen Blick zu. Elindra stand noch an der Tür und dachte fieberhaft nach. Das war alles wieder völlig chaotisch, wie immer, wenn man Fiala einfach machen ließ. Genau das sagte sie nun auch spitz. »Ich hoffe, du bist stolz auf dich, Fiala. Deine Geschichten haben dafür gesorgt, dass diese Idioten die einzige Tür zu dem Mädchen demolieren.« Die Diebin hob hilflos die Hände, um zu protestieren. Was kann ich denn dafür, wenn diese Trottel... »Hilfe! Hilfe!« unterbrach sie das Rufen Silvanas. Rondrian versuchte es erneut mit roher Gewalt, aber es war zwecklos. Die Wand rührte sich nicht. Plötzlich ertönte ohrenbetäubendes Gelächter im ganzen Raum und die kleineren Gegenstände begannen umherzufliegen. Eine körperlose Stimme krähte: »Das ist so lustig! Ihr seid solche Idioten! Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben eine dümmere Heldengruppe gesehen als euch! Und ich war früher auf Piratenschiffen unterwegs!« Rondrian schaute genervt in die Luft und versuchte, die Quelle des Spotts zu finden, während Fiala rot anlief. Elindra biss sich vor Ärger auf die Lippen. Die Piraten wachten stöhnend auf und schauten sich irritiert um. Rondrian hatte sie auf dem Teppich sitzend aneinander gefesselt. »Sei still, du dummer Klabauter«, beschwerte sich Fiala nun tatsächlich deutlich erzürnt. Das war so ein toller Trick von dir. Erst prügeln sich die Idioten und dann machen sie die Tür kaputt. Sowas habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Sowas kann man sich gar nicht ausdenken zum Schießen. Du hast einen wahren Fan gewonnen. Der kleine blaue Mann erschien in einer Ecke der Decke hängend wie eine Spinne. Dabei lachte er wie verrückt. »Gibt es noch einen anderen Eingang zur Kammer?« fragte Elindra scharf. »Das ist jetzt nicht mehr lustig. Das Mädchen wird sterben, wenn wir sie da nicht rausholen.« Das schien den Klabauter für einen Moment aus der Fassung zu bringen, und er überlegte kurz. Vielleicht gibt es einen anderen Zugang, aber... ich weiß nicht. Ich glaube, das ist gegen die Regeln, wenn ich euch das sage.«
»Was für Regeln?« fragte Fiala empört. Es war selten, dass sie etwas so ernst nahm. Der Klabauter rang immer noch mit sich. »Ich will nicht, dass die Kleine stirbt. Aber. Dann fing er plötzlich an, sich den Kopf gegen die Decke zu schlagen. »Hey, warte mal«, rief Rondrian und schaute dann verzweifelt zu Elindra. »Kannst du ihn nicht zwingen?« Elindra schüttelte den Kopf. »Nur wenn ich seinen Namen kenne. Dann habe ich Macht über ihn.« Rondrian ging auf die Ecke zu, wollte den Klabauter schnappen. »Du sagst uns jetzt, wie du heißt«, schrie er und versuchte, nach ihm zu greifen. Aber das windige Geschöpf schüttelte nur heftig den Kopf und war dann wieder verschwunden. »Gegen die Regeln«, schrie die körperlose Stimme erneut. Währenddessen war Fiala bei den Piraten und flüsterte ihnen eindringlich ins Ohr. »Ihr liebt sie doch beide, nicht wahr? Ihr wollt doch nicht, dass sie leidet, dass sie verdurstet oder so.« Die Männer starrten die erfahrene Verführerin gequält an. Doch nach einem Moment schüttelten beide den Kopf. Hakenshaw sagte schließlich, »Es gibt nur diese Tür. Ich weiß auch nicht.« Alle starrten sich verzweifelt an. Für einen Moment herrschte peinliche Stille. Selbst Silvana rief nicht mehr. Wenn sie die Tür nicht aufbekamen, ja, was dann? Plötzlich hörten sie hinter sich ein leises, eindringliches Flüstern. »Karabustel, Karabustel, lass mich in Ruhe. Karabustel, Karabustel, wo sind meine Schuhe?« Alle drehten sich langsam um und sahen im Gang einen in Lumpen gekleideten, kahlköpfigen Mann mit dreckigem, fleckigem Gesicht. Er war barfuß. Seine irren Augen starrten Elindra an. »Ach verdammt, den habe ich vergessen. Wollte ihn schon die ganze Zeit befreien, aber bei diesem ganzen Chaos... Wie ist er freigekommen?« murmelte Fiala verdutzt. Elindras Gedanken rasten. Sie blickte zu Fiala, dann zu Rondrian und wieder zum Verrückten. »Sag mal«, fragte sie ganz leise und ruhig, »wer ist denn eigentlich Karabustel?« Der Irre starrte sie an, schien die Frage nicht zu verstehen, zuckte dann nervös hin und her und blickte sich im Raum um, als suche er nach etwas, das niemand sehen konnte. Elindra lächelte. »Karabustel der Klabauter, komm sofort hierher!« Im Bruchteil eines Augenschlags stand Karabustel vor ihr. Der kleine blaue Klabauter zitterte, dabei klapperte ein Schlüssel in seiner Hand. Entschuldigend schaute er zu Elindra hinauf. Die ehrwürdige Magistra kennt meinen Namen. Wie schrecklich, wie schlimm, ich bin verloren«, sagte er, klang dabei aber gar nicht so verloren. Er grinste die Zauberin breit an. Doch Elindra war nicht in der Stimmung für Schabernack. »Gibt es noch einen anderen Eingang in die Kammer?« »Welche Kammer?« fragte der Klabauter gespielt verwirrt. »Die Kammer, in der das Mädchen sitzt.« »Ach, die Kammer. Naja, mal überlegen. »Ich warte«, sagte Elindra spitz. Ja, ist ja gut. Es gibt den Geheimgang. Der führt direkt ins Zimmer des Mädchens«, sagte er schließlich ergeben. Aber Elindra war nicht zufrieden. »Gut, und wo ist dieser verdammte Eingang?« »Welcher Eingang?« »Der Geheimeingang.« »Ach so, gute Frage. Ich glaub, ich hab's vergessen.« »Wenn du nicht sofort damit rausrückst, Karabustel, dann... Ja, ehrwürdige Magistra, ich erinnere mich wieder, ganz plötzlich, so spontan, so im Augenblick, gewissermaßen.« »Rede jetzt.« »Du stehst drauf.« »Was?« »Auf dem Eingang«, sagte der Klabauter und zeigte auf den Teppich, auf dem Elindra stand. Langsam wanderte ihr Blick nach unten. Hastig trat sie davon herunter, und Rondrian packte die Piraten und zog auch sie vom Teppich. Bald war er zur Seite gerollt, und eine Falltür kam zum Vorschein, die Karabustel mit einem Fingerschnipsen öffnete. Scheinbar waren die Riegel nur auf der Innenseite, so dass man Telekinese benötigte, um sie aufzuschieben. Darunter verbarg sich ein Geheimgang. Er führte nach rechts unter den anderen Räumen des Unterschlupfs entlang und nach links, wo er bald in einer dünnen Holzwand endete. Rondrian zerschlug diese auf einen Tipp des Klabauters mit seiner Axt, und der Gang führte weiter zu einer Wendeltreppe.
Neben der Treppe befand sich ein Hebel. Fiala betätigte ihn und oben hörte man ein Klicken. Schnell hasteten sie hinauf und sahen, wie sich langsam eine weitere Geheimtür öffnete und den Blick in einen Raum freigab. Dort stand ein Bett, ein Schrank, ein Tisch und einige Kisten. Überall im Zimmer lagen teure Kleider und Schmuck, und auf dem Tisch standen Speisen. Auf dem Bett saß eine schöne junge Frau, gekleidet in ein kostbares Gewand, mit Schmuckringen an beiden Fingern. Als Rondrian und die anderen eintraten, sprang sie dem Krieger regelrecht an den Hals und überschüttete ihn mit Küssen und Dankesbekundungen. Fiala und Elindra beobachteten das mit hochgezogenen Augenbrauen, sagten aber nichts. »Ich dachte schon, ich muss hier sterben«, rief sie schluchzend, aber glücklich. »Haben diese Kerle dir etwas getan?« wollte Rondrian sofort wissen. Doch Silvana schüttelte den Kopf. »Nein, im Gegenteil, sie waren sehr freundlich zu mir. Wenn sie zusammen waren nicht, dann haben sie beide so getan, als seien sie streng und immer was von Al-Anfa erzählt. Aber jeder allein hat mir ständig Geschenke gemacht.« Sie wies mit der Hand auf die Kleider und den Schmuck. »Es war mir regelrecht unangenehm, aber böse waren sie nicht. Der Große hat mir Lieder gesungen und der Kleine hat ständig Gedichte vorgetragen.« Rondrian, Fiala und Elindra starrten die junge Frau an, dann schüttelten sie alle entgeistert den Kopf. Silvana packte die ganzen Kleider und den Schmuck in eine Truhe, die sie Rondrian zum Tragen gab, und versprach der Gruppe natürlich Anteile. Dann folgte sie dem Krieger, der davon nuschelte, dass man den Schmuck ja vielleicht zurückgeben müsse, eilig hinauf. Rondrian nahm auf dem Weg nach draußen noch die Piraten mit. Elindra und Fiala blieben noch einen Moment in der Kammer, in der das Mädchen gefangen gewesen war. Fiala schnitt sich mit dem Dolch ein Stück von einer Pastete ab, die auf dem Tisch stand. »Na ja, so schnell wäre sie dann wohl doch nicht verhungert. Lecker«, stellte sie fröhlich kauend fest. »Männer«, zeterte Elindra nur. Während die Magierin noch prüfte, ob es weitere geheime Kammern oder Opfer gab, suchte Fiala nach übrig gebliebenem Wertvollen. In einer Kiste fand sie ein großes, schwarzes, rundes Objekt, ein steinernes Abbild eines Auges. Vorsichtig hob sie es hoch und zeigte es der Magierin. »Was ist denn das für ein Ding?« fragte die Diebin irritiert. Für einen kurzen Moment hüpfte das Herz der Zauberin in die Höhe, doch dann sah sie die Wahrheit. »Nur Plunder. Eine Attrappe.« »Eine Attrappe von was?« fragte Fiala ahnungslos. Elindra lächelte und genoss es einmal, die Oberhand zu haben. »Ach, nichts. Nichts Wichtiges. Lass uns gehen, bevor Rondrian noch die beiden Gauner verliert.« Fiala nickte eifrig. »Stimmt, zusammen mit einem Anteil des Schmucks. Und wir behalten ihn, und dem Kopfgeld, was die Trottel sicherlich einbringen, hat es sich sogar gelohnt.« Mit einem Achselzucken warf sie das steinerne Auge achtlos zu Boden. Dann schnurrte sie wie eine Katze und schmiegte sich an Elindras Seite. Die Magistra seufzte, aber auf ihre Lippen stahl sich ein sanftes Lächeln. Hand in Hand verließen die beiden die Kammer. In den leeren Gängen des Verstecks hörte man das Lachen des Klabauters. Das schwarze Auge rollte in eine Ecke, erschreckte eine Ratte, die perplex in die Iris starrte. Was sie sah? Nichts. Überhaupt nichts. Es war nur eine Attrappe. Ganz bestimmt. Das war Silvanas Befreiung. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr DSA-Abenteuer als Hörbücher hören wollt, dann schreibt es mir in die Kommentare. Vergesst nicht zu abonnieren und zu liken. Bis zum nächsten Mal.